Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie der Wille zum Leben in der gesamten Natur wirkt und alles Leiden in der Welt verursacht. Solange der Mensch vom Willen getrieben ist, kann er weder Glück noch Ruhe finden. Schopenhauer nennt 2 Auswege, um sich aus der Tyrannei des Willens zu befreien. Der erste Ausweg ist die Kunst. Beim Genießen eines Kunstwerks empfinden wir eine reine Freude, die frei von allem Begehren ist. Wir wollen das Werk nicht besitzen, sondern erfreuen uns an seiner Schönheit. In diesem Moment haben wir kein konkretes Ziel mehr, sondern erleben einen Zustand reiner Kontemplation und inneren Friedens. Wir verlieren uns im betrachteten Objekt und vergessen unser individuelles Wollen. Der rein ästhetische Genuss ist interesselos und befreit uns für einen kurzen Moment vom blinden Drang des Willens. Kunst verfolgt laut Schopenhauer nämlich keinen konkreten Nutzen. Sie bildet eine eigene, autonome Sphäre, die uns kurzzeitig von dem vom Willen verursachten Leiden erlösen kann. Wenn wir ein schönes Bild, eine vollendete Skulptur, ein bewegendes Gedicht oder ein ergreifendes Musikstück genießen, denken wir nicht mehr an uns selbst und an den nächsten Wunsch, den wir befriedigen wollen, sondern verlieren uns völlig im Moment. Wir gehen im universellen Willen auf und konzentrieren uns nicht mehr auf unsere persönlichen Wünsche und Bedürfnisse. Besonders mächtig und eindringlich ist die Wirkung der Musik. Schopenhauer bezeichnet Musik als Abbild des Willens selbst. Die unterschiedlichen Töne, Rhythmen und Melodien spiegeln seiner Ansicht nach das unterschiedliche Wirken des Willens in der Welt wider. Auch Theater und Literatur kann uns vom Willen befreien. Wir identifizieren uns mit dem Helden und leiden mit ihm. Die Faszination für sein Leiden und Kämpfen lenkt uns vom eigenen Getriebensein ab. Kunst kann uns jedoch nur für kurze Zeit von unserem Wollen befreien. Eine wirkliche Befreiung aus der Tyrannei des Willens und damit langfristige Erlösung ist nur möglich, wenn wir den Willen zum Leben radikal verneinen. Der Mensch ist aufgrund seiner Vernunft als einziges Lebewesen hierzu in der Lage. Er kann den Willen in sich selbst erkennen und verneinen. Doch was meint Schopenhauer mit Verneinung des Willens zum Leben? Kann der Mensch den Willen zum Leben verneinen, indem er Suizid begeht? Schopenhauer schreibt: Weit entfernt Verneinung des Willens zu sein, ist dieser, der Selbstmord, ein Phänomen starker Bejahung des Willens. Denn die Verneinung hat ihr Wesen nicht darin, dass man die Leiden, sondern dass man die Genüsse des Lebens verabscheut. Der Selbstmörder will das Leben und ist bloß mit den Bedingungen unzufrieden, unter denen es ihm geworden. Suizid ist für Schopenhauer keine Lösung, da der Wille zum Leben nach dem Tod des Menschen sofort eine neue Form findet, in welcher er sich ausdrückt. Durch Selbsttötung wird nur das Individuum, die individuelle Erscheinung des Willens vernichtet, nicht der Wille selbst. Verneinung des Willens meint, nicht die Leiden, sondern die Genüsse des Lebens abzulehnen. Nur Askese, die bewusste Verweigerung von Wünschen und Begierden, ermöglicht laut Schopenhauer eine wirkliche Verneinung des Willens zum Leben. Durch Askese hört der Mensch nämlich auf, irgendetwas zu wollen. Er hängt seinen Willen an nichts mehr. Nichts mehr zu wollen heißt, nicht mehr zu leiden. In dieser Aufforderung zur radikalen Verneinung des Willens durch Askese wird der Einfluss des Buddhismus auf Schopenhauers Philosophie besonders deutlich. Askese meint für Schopenhauer erstens freiwillige, vollkommene Keuschheit. Dass sich der Wille zum Leben am deutlichsten im Sexualtrieb zeigt, kann nur sexuelle Enthaltsamkeit Erlösung bringen. Zweitens meint Askese den freiwilligen Verzicht auf alle weiteren Bedürfnisse und Genüsse. Endgültige Erlösung, die totale Befreiung vom Willen, ist nur durch Askese, Schopenhauer spricht auch von Heiligkeit, möglich. Bei der Betrachtung der Lebensläufe von Asketen und Heiligen wird deutlich, was die Verneinung des Willens bedeutet. Es handelt sich nicht um eine einmalige Tat, die dann das restliche Leben Bestand hat, sondern um die kontinuierliche Unterdrückung aller Begierden und Bedürfnisse. Der Asket hört auf, etwas für sich selbst zu wollen. Er resigniert und lehnt die Befriedigung seiner Wünsche kontinuierlich ab, um sich endgültig vom blinden Drang des Willens zu befreien. Leid und Unrecht erträgt er gelassen, da er darin Gelegenheiten sieht, sich seiner Weltverneinung zu vergewissern.
Philosophische Reflexion ist für die asketische Praxis nicht erforderlich. Eine intuitive, unmittelbare Erkenntnis der Welt und ihres Wesens genügt, um sich nicht mehr von Äußerlichkeiten ablenken zu lassen und allen Bedürfnissen zu entsagen. Die Verneinung des Willens zum Leben ist für Schopenhauer das Ergebnis der Einsicht in die Nichtigkeit und Bitterkeit des Lebens. Durch Meditation oder Kontemplation kann der Mensch jene tiefe Erfahrung der Alleinheit machen, welche den Unterschied zwischen dem eigenen und den fremden Individuen aufhebt. So kann er in allen Wesen sein innerstes und wahres Selbst erkennen. Die Erfahrung, sich selbst in allen Wesen der Welt wiederzuerkennen, führt zur Aufhebung des Ichs und in das Nirvana, das Nichts. Nach der völligen Verneinung und Aufhebung des Willens erkennt der Mensch die reale Welt mit allen ihren Sonnen und Planeten als Nichts. Diese Nirvana-Erfahrung beschreiben die indischen Upanishaden und Buddhisten als höchste Stufe der Erleuchtung. Der erleuchtete Mensch erkennt als Ursache des Egoismus, der sein bisheriges Leben bestimmt hat, die Individuierung des Willens zum Leben. Er erkennt, dass sein eigener blinder Wille nur ein Teil des universellen Weltwillens ist. Indem er sich mit dem ganzen Universum verbunden fühlt, erhebt er sich über sein eigenes, nichtiges und egoistisches Streben und hebt sich zugleich selbst als Subjekt und Individuum auf. Diese Erfahrung der Alleinheit, das tiefe innere Aufgehen im Ganzen, beschreibt Schopenhauer mit der berühmten indischen Sanskrit-Formel Tattvam Asi. Dieses Lebende bist du. Das Ich ist eine jahrtausendealte Täuschung, die einzige Realität ist das unendliche Eine. Die Erfahrung der Alleinheit mit allen anderen Lebewesen kann der Mensch intuitiv machen, wenn er Pflanzen und Tiere in ihrem frei natürlichen Zustande lange genug beobachtet und auf sich wirken lässt. Er erkennt dann unmittelbar, dass der universelle Wille zum Leben in allen Lebewesen ein und derselbe ist. Schopenhauer selbst beobachtete stundenlang Tiere und Pflanzen unter anderem im Treibhaus von Dresden. Aber können wir tatsächlich durch Askese und Meditation den Willen zum Leben völlig verneinen? Schopenhauer war in dieser Hinsicht Realist. Er betonte, dass die Verneinung des Willens zwar logisch in der Theorie aus seiner Philosophie folge, in der Praxis aber sehr schwierig zu verwirklichen sei. Es gibt seiner Ansicht nach nur ganz wenige Menschen, zum Beispiel große Heilige und Weise wie Meister Eckhart oder Buddha, die ihren Egoismus überwinden, den Willen völlig verneinen und sich dadurch mit allem Seienden vereinen konnten. In ihrem Antlitz spiegelt sich jener Friede, der höher ist als alle Vernunft, jene gänzliche Meeresstille des Gemüts, jene tiefe Ruhe, unerschütterliche Zuversicht und Heiterkeit. Eine solche langfristige Erlösung durch die Erfahrung der Alleinheit und des Nirvana und somit ein Zustand völliger Wunsch- und Bedürfnislosigkeit ist nur wenigen Menschen möglich. Schopenhauer selbst setzte die theoretischen Konsequenzen aus seiner Philosophie praktisch kaum um. Er führte kein asketisches Leben, sondern aß gerne und gut. Dieser Inkonsequenz war er sich bewusst, betonte aber, dass man ihn nicht an seiner Person, sondern an der Wahrheit seiner Philosophie messen solle. Es ist daher so wenig nötig, dass der Philosoph ein Heiliger sei, so wie es nicht nötig ist, dass ein großer Bildhauer auch selbst ein schöner Mensch sei. Wie wir uns auch als Nicht-Asketen von unserem Egoismus lösen und ein moralisch gutes Leben führen können, erfährst du im nächsten Video dieser Reihe. Mit dem Quizlet-Lernset Der Wille zum Leben kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!